Howdy! Heute geht es um den neuesten Streich von MG-Pomaden, also bis gleich. Hallo, herzlich willkommen auf dem Pomadeshop YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal für klassisches und modernes Haarstyling. Und hier geht es natürlich vor allem um Pomaden, vor allem um Reviews. Und heute habe ich die große Ehre, mal wieder ein besonders cooles Review zu machen. Denn ihr kennt doch bestimmt die Homebrew-Pomaden-Marke MG-Pomaden. Grüße an den Michael von uns allen an dieser Stelle. Ein ganz, ganz feiner Kerl, der in Berlin ganz, ganz tolle Homebrew-Pomaden zusammenbraut. Alle ölbasiert. Ihr kennt ja vielleicht zum Beispiel den Sheriff oder auch schon den Outlaw. Und jetzt ganz neu dazugekommen, denn Sheriff vom Outlaw wollen ja auch mal eine coole Frisur tragen. Und die muss natürlich auch gepflegt und geschnitten werden. Und zwar macht es in dem Fall der Barber. Deswegen jetzt ganz neu von MG-Pomaden erhältlich, der Barber. Was ist jetzt bei der Pomade der Unterschied zu den anderen MG-Pomaden? Denn ich lese erstmal hier bei der Haltegrad-Einsortierung Strong 4 Punkte. Und das haben wir eigentlich ja auch hier schon beim Outlaw, auch Strong 4 Punkte. Aber was wir beim Sheriff damals hatten, schon als der neu war, der hat übrigens 5 Punkte, ist die sogenannte Easy Wash Formel. Und das heißt, das ist zwar eine klassische ölbasierte Pomade, wie wir es von MG-Pomaden kennen, aber die lässt sich dafür vergleichsweise leicht auswaschen, weil hier zum Beispiel einfach noch Talgpuder mit drin ist. Das sorgt wohl dafür, dass es leichter zum Auswaschen ist, sich nicht ganz so am Haar festkrallt. Und genau das haben wir jetzt hier auch beim Barber. Wir haben hier quasi eine Outlaw-feste Pomade, die sich aber leichter wieder auswaschen lässt für diejenigen, die das haben möchten. Aber trotzdem nicht weniger pflegend ist. Es ist trotzdem eine Pomade, die auf Bienenwachs basiert, Lanolin enthält, Vaseline, Talg dann eben, Rizinusöl und dann Parfüm und dann noch dürfte Wacholderöl sein. Falls nicht, blende ich die richtige Öl hier ein. Zitronenschalenöl ist hier noch drin und dann natürlich die Bestandteile vom Parfüm. So, wir schauen mal rein. Das Etikett haben wir uns angeschaut. Es ist wie von MG-Pomaden gewohnt ein goldener Inhalt, wie eine ölbasierte Pomade einfach auch ausschaut. Und wenn wir jetzt mal auf den Duft gehen, weil das ist bei MG-Pomaden ja auch immer ein Riesenthema. Diese Düfte sind ja sehr unique, sehr einzigartig und auch sehr polarisierend, wie wir immer sagen, weil entweder man liebt die Düfte oder man hasst die Düfte. Jedenfalls haben wir die Erfahrung bei vielen Pomaden, bei den meisten von MG-Pomaden jedenfalls gemacht. Und der Barber gliedert sich mal wieder wunderbar in diese Duftrichtung MG-Pomaden ein. Wir haben hier wieder einen Duft, der Michael hat den selbst so beschrieben, auf jeden Fall ein klassischer Duft, wo er sich vorstellen kann, dass früher im Barbershop im Wilden Westen auch wirklich so geduftet haben soll. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall zustimmen. Es ist so ein Mix aus, ich finde, starke Tabaknoten sind drin, ein bisschen Vanille, so ein sehr rauchiger Anteil auf jeden Fall. Also ich finde, wer den Outlaw-Duft kennt, der weiß ja, dass es so ein bisschen wie gerauchte Zigarette riecht, sage ich jetzt mal. Das passt aber auch super dazu, weil das ist Badass, das ist der Outlaw, der raucht doch hier auf dem Bild. Das ist einfach der Gesetzlose, der durch die Prärie streift und mit nichts außer seinem Revolver und seinem Pferd. Und hier haben wir jetzt den Barber, der ist so ein bisschen gediegener, so ein bisschen edler, nicht so ein Gesetzloser, sondern eben ein anständiger Barber. Von dem her riecht es hier eher wie Tabak, finde ich. Wie wenn man jetzt heute so einen Drehtabak zum Beispiel kauft und dann die Packung frisch aufreißt und dann da rein riecht. Daran erinnert es mich sehr krass. Also an so eine frische Tabaknote. Aber mit so einem leichten Vanilleanteil noch dabei. So, hier drin hat es gefühlt 30 Grad. Es ist gerade mitten im Juni und der Sommer kommt so richtig gerade raus. Deswegen sehr gut, dass ich heute so eine feste Pomade habe, weil dann weiß ich, dass es auch sicher halten wird. Aber weil ich ja eher der mittelfeste und leichte Pomadenschmierer bin, habe ich heute meinen Föhn mitgebracht, weil bei so festen Pomaden ich die meistens mir einföhnen muss, damit ich die leichter im Haar verteilen kann. So, dann legen wir los. Meine Haare sind nur feucht von Hair Tonic, das ich mir schon reingemacht habe. Sonst ist kein Produkt drin, kein Build-Up, kein Pre-Styler oder sonst irgendwas. Und deswegen gehen wir jetzt in die Pomade rein. Ich probiere es jetzt mal mit der Fingerspitze. Geht. Hätte ich schlimmer erwartet. Also ich hätte jetzt gedacht, ich muss wirklich mit dem Nagelrücken ran, aber nee. Gerade nach so einer festeren Deckschicht merkt man darunter dann so die geschmeidigere Unterschicht, sage ich mal. Und es ist eine schöne, homogene, wie von MG-Pomaden gewohnt,
klebrig, aber doch auch sehr cremige Konsistenz. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich glaube, eventuell brauche ich den Föhn auch gar nicht, weil eventuell ist das so schön geschmeidig und weil es auch gerade sehr warm drin hier ist, dass ich die Pomade gar nicht einföhnen muss. Jetzt kommt beim Duft noch so was holzig-ledriges noch mit. Ledrig finde ich, ja, kommt noch so ein bisschen mit raus. Würde natürlich auch gut zum Barber passen, der natürlich sein Messer an einem Lederriemen schärft. Und natürlich die ganzen Cowboys, die sich bei ihm die Haare schneiden lassen, auch alle Leder-Cowboy-Stiefel tragen. Zum Beispiel, oder Lederjacken oder Chaps. So, also zur Einarbeitung geht super easy. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen, dass ich gerade noch groß den Föhn angekündigt habe. Das war komplett überflüssig, glaube ich, weil das geht so einfach und es ist trotzdem, beim Rausholen merkt man, es ist schon sehr fest, aber dann beim Verreiben ist es wirklich so eine sehr, sehr, sehr angenehme, geschmeidige Masse, die fast schon an eine mittelfeste Pomade erinnert. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Halt auf jeden Fall stärker sein wird als bei der normalen Medium. Schauen wir mal ein bisschen an, was da schon so geboten ist. Ja, ich würde sagen, da ist Halt da. Das könnte ich mit einer Light oder einer weichen Medium so nicht machen. Ich nehme noch einen kleinen Finger nach, weil ich der Floh bin. Nein, weil ich merke, dass da hinten noch ein bisschen was fehlt. Wie immer, schön einarbeiten, schön bis an die Wurzel hin, von Spitze bis zur Wurzel bei den Haaren. Nicht nur oben drauf legen, damit sich der Halt der Pomade perfekt entfaltet. Und ja, ich sag's nochmal, das mit dem Föhn, das vergessen wir einfach. So, deswegen noch einmal kurz frottieren und dann legen wir mit dem Kamm los. So. Da wir hier bei einer ölbasierten klassischen Pomade sind, habt ihr auch auf jeden Fall Glanz mit dabei. Das ist ja auch absolut so beabsichtigt. Wer MG-Pomaden liebt, aber trotzdem matten Style haben möchte, der kann ja auf jeden Fall zum MG Matte Clay greifen, das auch super ist. Haben wir übrigens hier oben schon mal reviewed. Also das mit dem Stylen klappt super easy und super gut. Ich hätte jetzt echt gedacht, weil ich manchmal mit festeren Pomaden nicht ganz so gut klarkomme, aber das klappt wirklich richtig, richtig gut gerade. Natürlich bin ich da ein bisschen perfektionistisch und möchte auch, dass die Strähnen einigermaßen perfekt liegen. Ich muss sagen, bei manchen festeren Pomaden tue ich mir echt dauert es viel länger, bis es schon mal so ausschaut. Ich nehme jetzt noch kurz einen anderen Kamm mit einer bisschen engeren Zahnung. Gehe noch mal ein bisschen über die Seiten drüber, dass die noch ein bisschen besser anliegen. So. Na, so. So, ich zeige euch mal schon mal den Glanz. Ich hoffe, dass hier hinten einigermaßen alles liegt, aber ihr seht auf jeden Fall vom Glanz, es ist Glanz da und das auch nicht zu wenig und das finde ich, das gehört einfach auch dazu. Wir sind hier bei einer klassischen ölbasierten Pomade, da möchte man Glanz. So, der Duft, der entwickelt sich jetzt langsam auch so ein bisschen, das ist ja bei MG-Pomaden so ein Erkennungsmerkmal, finde ich, oder so ein Alleinstellungsmerkmal, dass der Duft in den Haaren, finde ich, nie der gleiche ist, wie er in der Dose noch war. Das entwickelt sich über den Tag hinweg auch noch so ein bisschen, ist jetzt so, ja, wie gesagt, deutlich ledriger und auch ein bisschen frischer, als ich ihn noch in der Dose wahrgenommen habe. Also mega cool wieder, was der Michael hier gezaubert hat mit dem Barber zu MG-Pomaden. Wir haben hier einen Stronghold. Vielleicht würde ich persönlich sagen, könnte man auch sagen, es geht schon ein bisschen weiter runter, vielleicht eventuell Firm. Also ich würde so haltmäßig so zwischen Tokaido von MG-Pomaden, der ja im Firmhaut-Bereich ist, und Outlaw einsiedeln. Habe den Outlaw aber schon eine Weile nicht mehr geschmiert. Kann sein, dass ich den Outlaw auch jetzt nur fälschlicherweise ein bisschen feste Erinnerung habe. Es kann sein, dass der auch gleich fest ist. Aber da schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denkt. Auf jeden Fall ein sicherer Halt, der jetzt bei der Hitze hier auch bei mir auch so ein bisschen sein muss, damit die Frisur stabil bleibt. Super leicht einzuarbeiten dafür. Also hätte ich jetzt keine Probleme damit, auch die trotz des festen Haltes einem Anfänger zu empfehlen. Und gerade auch, weil die leicht auswaschbar ist,
Eben für jemanden, der das nicht gewohnt ist oder wie gesagt jemand, der das möchte, dass sich die Pomade leichter auswäscht. Echt ein super, super cooles Produkt. Also Michael, kann an der Stelle nur sagen, echt top, hast du richtig cool gemacht. Freue mich richtig darüber, dass wir wieder ein weiteres MG-Produkt bei uns begrüßen dürfen. Und auch das ganze Team, ich weiß schon, habe schon natürlich Rückmeldungen von den ganzen Kollegen bekommen, finden es super. Der Andi ist fast traurig, dass er keine Haare mehr hat, wo er sich reinschmieren kann. Finde den Duft aber auch toll. Von dem her, schaut euch auf jeden Fall mal den Barbour an, wenn ihr MG-Fans seid, absolutes Must-Have. Ansonsten eine richtig, richtig tolle Pomade auch. Stichwort Kollegen, ich habe hier gleich sogar ein paar Schnipsel vom Max und auch vom Ronald aus unserem Kundenservice, die kommen jetzt gleich im Anschluss. Ich sage schon mal auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut, euer Flo. Ich habe hier den Barbour, die neueste von den MG-Pomaden. Und ich muss euch sagen, ein Traum. Wir haben einen wunderschönen Heavy Hold, einen angenehmen Glanz. Wir haben Auswaschbarkeit, eigentlich super, super easy. Und dieser Duft, der ist einfach nur Wahnsinn. Der ist echt perfekt. Der reiht sich richtig gut in die MG-Reihe mit ein. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin hin und weg von dieser Pomade und kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Kaufen Sie dieses großartige Produkt.